Nachdem ich mich vor fast 4 Monaten Scum entledigt habe, in dem Sinne, dass ich gesagt habe: „Ich muss jetzt erst mal was anderes spielen. Ich muss Scum erst mal links liegen lassen, weil das alles, was da passiert, momentan nicht für mich passt und auch die Inhalte jetzt selber, obwohl man so viele Jahre dieses Spiel immer gleich gespielt hat, nicht mehr gepasst hat und für mich einfach langweilig war und ich dadurch auf die Suche nach dem besten Survival Game der Welt gegangen bin, muss ich jetzt aber nach dem letzten Update gestern oder beziehungsweise was gestern gekommen ist, kann ich es nicht zurückhalten, zumindest einmal irgendwas dazu zu sagen und dementsprechend starten wir rein. Ja, es ist momentan so, dass ich halt auch ganz viele andere Sachen als Scum spiele. Die Hoffnung ist aber für mich persönlich, und das darf keiner falsch verstehen, ich möchte eigentlich zu Scum zurück in dem Sinne. Ich muss mir jetzt aber alles andere angucken, weil ich immer gepredigt habe, dass Scum das beste Survival Game der Welt ist, dass ich jetzt wissen muss, ob es wirklich so ist. Nur irgendwie macht die ganze Entwicklung es mir immer schwerer, zurückzukommen. Und ich sag mal so, die Spielerzahlen selber sprechen ja auch eine eindeutige Sprache. Aber was ist in der Zeit eigentlich jetzt passiert? Also es kam ja das Into the Wild Update im Mai und damit hat ja Splash Games, die das Ganze übernommen haben von Gamepires, haben sie ja eine neue Ära eingeleitet, würde ich es jetzt mal nennen, aus ihrer Sicht, wo sie Sachen für dieses Spiel wieder reinbringen, was aus ihrer Sicht dann auch die Community will. Und damit haben sie ja in Into the Wilds angefangen. Irgendwo muss man ja anfangen. Warum mit neuen Features, wenn man alte Features halt nochmal neu machen kann? Ist der neu? Nein, mit Perwoll gewaschen. Und so begann das Ganze ja. Es kam dann im Mai sowas wie neue Awareness-Level fürs Jagen. Du konntest jetzt einen Smoker machen. Fishing wurde ein bisschen überarbeitet und Farming ein bisschen überarbeitet. Also so einige Sachen, wo dann halt auch du dir sagst: „Okay, ja, cool, danke.“ Und dann kam halt sowas wie die Fütterungsfalle und halt der Händler jetzt für die Jagdsachen. So alles schön und gut, finde ich okay, finde ich wunderbar, dass das alles reingekommen ist. Aber, was auch mitgekommen ist, sind halt 2 DLCs, wo ich prinzipiell auch sage: „Jo, mach rein“, ne? Aber die beiden DLCs haben einfach insgesamt 21 € gekostet oder 22, ne? Damals noch im Sale, aber jetzt kosten die einfach 11,99 und 9,99. Und warum ich das so betone, hat halt mit dem Update, was gestern gekommen ist, zu tun. Dazu komme ich ja gleich noch. Aber was kam bei den ersten DLCs? In den ersten DLCs gab es den Woodland Hunter Pack und das Woodland Furniture Pack. In diesen beiden Packs sind halt so Sachen fürs Jagen mit drin. Prinzipiell eine coole Sache. Es kommt zwar ein riesen Jagd-Update, aber es kommt halt auch noch irgendwas Skin-mäßiges für Basements, für Waffen und Sonstiges. Für Geld. Ich weiß ja nicht, wie die Entwickler jetzt mittlerweile das sehen, dass Leute überhaupt dieses Spiel noch spielen. Ihnen dann halt auch noch zu sagen, wenn du geile neue Sachen haben willst, die cool aussehen, dann musst du halt wieder on top zahlen. Das ist zwar etwas, was sich durchsetzen könnte, aber Freunde, wir reden hier über fast 20 €, die Hälfte des Spielwerts, für Tüdelüt. Und es ist ja nicht das einzige Tüdelüt, was in diesem Spiel existiert. Das darf man ja nicht vergessen. Es ist nicht das einzige Tüdelüt, das existiert. Diese ganzen Skinpacks, alles okay. Habe ich auch immer wieder verteidigt und ich finde es okay, das zu machen. Aber bringt die doch für 5 € raus und fertig. Ich meine, das kann doch nicht sein, dass man für solche Packs dann so viel Geld zahlen muss. Und das bringt mich dann halt wieder zum Update, was gestern rausgekommen ist. Und gestern kam nämlich das große angekündigte Update, was viele von euch freuen wird, was mich tatsächlich sehr freut, dass quasi das offene Jagen wieder zurückgekommen ist. Und dieses Jagen-Minigame ist weg. Das finde ich prinzipiell eine gute Sache. Wie gesagt, es ist nichts, was jetzt wieder dieses Spiel komplett neu machen wird. Und sie haben auch in dem Video erzählt, dazu komme ich auch gleich, dass sie dieses Grundgerüst erstmal überarbeiten wollten und dass die Jagdsequenz beziehungsweise das offene Jagen ja weggegangen ist aus Performancegründen, dass sie das neu strukturieren müssen und Sonstiges. Das ist für die alles ganz viel tolle Arbeit, beziehungsweise da können sie dann auch stolz drauf sein, wenn sie das gemacht haben und so weiter, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Aber was halt nicht zu vergessen sein darf, ist, dass das für uns als Spieler einfach ein refurbisheder Inhalt ist, den wir schon hatten, den viele auch vermisst haben, aber den wir einfach schon hatten und der jetzt reinkommt mit großen Tatütata und dann auch wieder mit 2 DLCs. Mit einfach Crap. Entschuldigung, dass ich das so sage. Natürlich ist es prinzipiell cool, aber wenn du schon im Juni-Update in Anführungszeichen nur
eine überarbeitete Version von etwas, was schon mal im Spiel war, bringst, dann bring doch bitte die Skins und sonstiges, also bring die doch bitte mit. Das kann doch nicht nur ich so sehen, dass das zu viel ist. Auch wieder 12 Euro, die irgendwie on top kommen. Das heißt, die letzten Sachen, die reingekommen sind, sind fast bei 30 Euro, wenn du sie im Bündel kaufst, dass du die neuen Inhalte anders spielen kannst als als vorher. Nur mit Skins. So, weiß ich nicht. Das klingt für mich jetzt erstmal bisschen doll. Also warum machen wir denn nicht noch einen Kack-DLC, wo dann halt die Kack-Animation für dich persönlich angepasst werden kann? Das wäre doch eine tolle Sache. Also, und dann aber auch für 20 Euro, weil das ist schon elementar für das Spiel. Und versteht mich bitte nicht falsch. Weiterhin finde ich okay, dass sie das dann auch updaten und bringen, so wie es jetzt gekommen ist, dass sie jetzt verschiedene Sachen für sich gefunden haben, wie das performance-technisch dann funktioniert, dass du 1000 Tiere quasi auf der Map hast rumlaufen und dass du dann auch zwischendrin angegriffen werden kannst, wenn du was anderes getötet hast und. Finde ich super. Ich finde auch gut, dass wieder eine Quest reingekommen ist, mit der du quasi einen Skin dir erarbeiten kannst für den Geburtstag von Scum. Alles wunderbar. Aber was ja auch noch mitgekommen ist, ist ja auch das Video von den Jungs. Prinzipiell auch überhaupt kein Problem. Finde ich gut, habe ich mir angeguckt. Und da werden Dinge von 2 Dudes erklärt. Da haben wir einmal Darian und einmal Matthias. So, diese beiden Jungs, die bei Splash Game arbeiten und nicht vorher bei Gamepires und die halt vor 7 Monaten, beide witzigerweise, einen Post auf LinkedIn gemacht haben, dass sie ja offen für neue Arbeit wären, wurden jetzt in Scum gepackt. Einmal ein AI-Chef und einmal einen Chef-Developer. Ich will gar nicht ihre Qualifikationen in Frage stellen. Ich fand es nur einen witzigen Fakt. Vor 7 Monaten sind sie quasi offen für neue Herausforderungen gewesen und jetzt sind sie bei Scum. So, aber diese beiden Dudes erklären euch dann auch, woran sie arbeiten und sonstiges. Und dass ihnen auch Performance sehr wichtig sein wird. Und dass, mal unabhängig davon, dass Matthias sogar einen eigenen Server hat und darauf spielt. I have my personal server myself. Und immer wieder froh sein wird, innerhalb seiner LinkedIn-Posts zu bedanken bei seinen Mitarbeitern, dass sie gearbeitet haben. Leute, die auf LinkedIn posten, ne? Egal. Warum diese DLC-Nummer? Da kann ich mich am meisten drüber aufregen. Macht doch einfach geile Arbeit und nimmt uns vor allem mit für die Zukunft. But we have plans. We want to do more. Ihr sagt, ihr habt große Pläne. Was sind denn diese großen Pläne? Ich verstehe nicht, warum ihr uns nicht einmal so ein ganz klein bisschen abholt, wo wirklich die Tendenz in den Keller geht momentan. Das kann ja nicht deren Ernst sein. Und jetzt weiß ich ja auch, dass mit dir, Matthias, falls du dieses Video sehen solltest, endlich mal jemand ist, der Deutsch redet, auch wo wir wissen, dass er Deutsch redet, der vielleicht sogar noch was zu sagen hat. Guck dir doch das Video an, was ich reingebracht habe. Es sind so viele Sachen dabei, die sich wirklich von der ganzen Community auch gewünscht werden. Und das muss einfach drin sein, dass ihr uns zumindest einmal jetzt, wo dieser Bruch schon da ist, bringt uns doch irgendeine Klarheit, eine Roadmap, wie viele Spiele auch. Bringt uns eine Roadmap mit dem, was ihr vorhabt. Und vor allem, es ist ganz toll, dass ihr irgendwelche Sachen, die schon mal da waren, halt irgendwie wieder reinbringt ins Game, weil es viele auch verlangt haben. Absolutes Verständnis. Aber das für euch so groß und für viele relativ klein, dieses Update, dass ihr uns ein bisschen abholen müsstet, wenn ihr wirklich wollt, dass viele zurückkommen oder halt bei diesem Spiel bleiben. Ja, wir müssen uns wohl darauf einstellen, dass einfach jeden Monat irgendwie 3 DLCs rauskommen, die euch wieder das Geld aus der Tasche ziehen sollen für tatsächlich teilweise Blödsinn. Ich kann es in gewisser Weise verstehen und wenn ich irgendwann wieder zu Scum zurückgehe, werde ich dir, denke ich mal, auch wieder die Summen bezahlen. Aber das kann es aus meiner Sicht nicht sein. Ihr müsst erst einmal liefern, dass ihr wieder Geld bekommt für das, was ihr liefert. Weil das Spiel selber ist das Geile, nicht diese Skins und sonstiges da drumherum. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Und dementsprechend, also wenn ich jetzt nochmal irgendwie lese, Geld auszugeben für einen Waffencharm, den wirklich kein Schwanz juckt, weiß ich nicht. Dann müssen wir eine Hetzkampagne machen. Nein, natürlich nicht. Lasst es einfach. Matthias, Appell an dich. Lasst es, sag es einfach weiter. Du kannst es vielleicht nicht entscheiden, ihr braucht ja auch euer Geld, aber macht es irgendwie anders. Macht was Geiles. Das kann es nicht sein. Wenn du mir aber sagen willst, was du von dieser ganzen Sache hältst, würde ich mich freuen, wenn du das in die Kommentare schreibst. Für mich ist das Thema erst einmal noch relativ weit weg, dass ich wieder zurück zu Scum gehe. Es soll auch gar nicht so ein Hassvideo sein. Ich finde es einfach nur ein bisschen traurig, dass das halt so gemacht wird, dass du halt so gefühlt eine tote Kuh noch melken möchtest.
ergibt sich mir nicht in einem Sinn, weil erstmal muss ja halt was geleistet werden, bevor man dann halt auch wieder, finde ich, den Ansporn hat, Geld zu geben für etwas, was man dafür kriegt. Aber das kann auch nur meine persönliche Wahrnehmung sein. Würde mich echt interessieren, wie du das siehst. Und von daher sehen wir uns alle im nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Tschaußen.